Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich will euch einen Rückblick von den letzten 2 Wochen zeigen, was wir einmal erlebt haben und was wir an unserem Wohnmobil alles noch gemacht haben. Also, bis gleich, Leute. Ja, ich will euch einen Wochenrückblick bzw. einen 2-Wochen-Rückblick zeigen. Ja, was haben wir in den letzten 2 Wochen alles gemacht? Also, vorletzte Woche haben wir tatsächlich unser Wohnmobil etwas verschönert. Ursprung war gewesen eigentlich, wir wollten einen Teppich für unser Wohnmobil kaufen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, wir waren bei Tellux gewesen, haben da auch geguckt, aber der war nicht der Richtige dabei. Der eine war mir zu hart, der andere zu weich, dann hat die Farbe nicht gepasst und. Naja, und da haben wir erst überlegt, ja, machen wir jetzt Fliesenteppiche oder machen wir keine Fliesenteppiche? Naja, und wie das halt so ist, Mann und Frau können sich nicht immer einigen, ne? Also, was haben wir gemacht? Wir wollten natürlich irgendwas natürlich für unser Wohnmobil kaufen, also kein Teppich. Wir haben uns Wandtattoos gekauft. Die zeige ich euch mal schnell, ne? So, also, wir sind jetzt in unserem Wohnmobil, wie man ja unschwer erkennen kann. Da sind solche Pusteblumen, ne? Das war zum Beispiel einmal so ein Wandtattoo. Dann haben wir noch hier an der Rückwand haben wir selbstklebende Folie in so einem Holzsteinoptik. Finde ich ganz cool, ist auch wirklich gut geworden. Ähm, Was kommt noch in der Küche? Haben wir tatsächlich, die Aufkleber habe ich noch liegen, die haben wir noch nicht angeklebt. Allerdings, ja, da will ich meine Frau, weil dann heißt es, die hat die falsch angeklebt, ne? Also das ist gut, die gefällt mir nicht. Ne? Und man muss ja immer bedachten, den Woman Acceptance Factor. Ne? Also WAF kurz gesagt. So. Und da wollen wir hier noch so ein paar Aufkleber so hinkleben. Ich kann euch sagen, was es für welche sind. Das ist Latte Macchiato, Cappuccino und Tassen in Schriftform und hast du nicht gesehen alles, ne? Ja, das war vorletzte Woche, denn vom 1. bis zum 3. Oktober waren wir tatsächlich nochmal unterwegs gewesen. Erst wollten wir gar nicht, weil Wetter war irgendwie nicht so pralle gewesen. Aber es hatte sich ja doch noch gebessert, so dass wir gesagt haben, komm, wir fahren nochmal los. Also, jetzt wollten wir natürlich was machen, was alle begeistern könnte. Ja, ich musste dummerweise nachgeben, oder was heißt nachgeben? Ich hatte mich so ein bisschen freigehalten, habe gesagt, naja, mir ist es egal, wo wir hinfahren, Hauptsache weg. Und dann kam meine Family auf die glorreiche Idee, nach Zentrum bei Oberhausen zu fahren. Ja, blöd gelaufen für mich. 8 Stunden Shopping, super geil, ne? Also als Mann freut man sich immer wieder, 8 Stunden Shopping zu machen. Aber naja, was macht man nicht alles für die Family? Und dann sind wir Samstag früh losgefahren. Ich weiß gar nicht mehr, um wie viel Uhr. Es war relativ früh. Wir waren dann um 10:30 in Oberhausen gewesen, waren erst bei einem Stellplatz am Aquapark. Der musste man aber dummerweise reservieren. Das wussten wir aber zu dem Zeitpunkt nicht. Da war also alles voll. So, jetzt sind wir weitergefahren und dann sagte meine Frau so, ach, am Zentrum gibt's einen Parkplatz, der ist kostenlos, ne? Aber da ist halt nichts, keine Infrastruktur. Ich so, ja, ist okay, komm, wir haben alles dabei, brauchen wir nicht, ne? Also auf den Stellplatz. Haben wir uns ausgerichtet, waren dann irgendwann gegen, ich glaube, 11:30 endlich im Zentrum. Meine Frau schon Paranoia. Oh, wir haben zu wenig Wasser dabei. Oh, der Strom, ob das reicht. Das ist das erste Mal, dass wir wirklich autark standen, ne? Also, wie es halt so ist. Und ich muss dazu sagen, es hat wirklich sehr gut gereicht. Und gut, meine Frau hat auch wirklich darauf geachtet, immer die Lichter auszumachen und hat man nicht gesehen. Ich hatte manchmal das Gefühl, ich sitze im Dunkeln. Aber es hat funktioniert. Wir hatten am nächsten Morgen immer noch 75% unserer Batterie. Wenn man überlegt, ich habe nur eine 85 Ampere-Stunden Batterie, ne? Also AGM, nicht hier jetzt irgendwie Lithium-Ionen oder sowas. Nee, AGM. Ne? Und wer 85 Ampere AGM hat, der weiß auch, man kann eh nur die Hälfte rausziehen. Also maximal so um die 40, 45 Ampere kann man rausziehen. Ne? Dann sollte man so langsam wieder anfangen zu laden. Naja, dann waren wir Samstag im Zentrum gewesen. Sonntag waren wir dann noch in, ich glaube, Lego Discovery Channel oder, nee, Discovery Channel heißt es, glaube ich nicht. Discovery Land. Na, irgendwie sowas, auf jeden Fall. Da waren dann für unsere beiden jüngeren Mädels was Interessantes gewesen. Und meine Frau sagte so, ach, von Oberhausen nach Holland ist das nicht mehr so weit. Ich so, ja, logisch ist nicht mehr weit. Wir sind ja auch schon fast in Holland, ne? Sagte so, ja.
Was hältst du denn davon, wenn wir nach Winterswijk fahren? Ich so, was ist denn in Winterswijk? Ja, lass dich überraschen. Ich so, ja, ist okay, komm. Ähm, sind dann nach Winterswijk gefahren und ich fahre nachmittags da dran vorbei und sehe, das hier ist Oberlink. Ach, jetzt weiß ich, wo der Hase weht. Meine Frau wollte nach Oberlink. Ja, ich hatte eigentlich gesagt, muss das jetzt sein, weil eigentlich müssen wir noch ein bisschen sparen, damit es sich auch lohnt, nach Oberlink zu fahren, aber sie hatte sich in den Kopf gesetzt, wir fahren nach Oberlink. Jetzt hatten wir wirklich Glück gehabt mit dem Stellplatz. Man kann es nicht anders sagen, weil wir waren in Winterswijk, Hettwinkel heißt, glaube ich, dieser Stellplatz. Super toll, ne? Also alles drauf, was man braucht. Ähm, Wenn man den Stellplatz sich bekommt, dann besteht man auch für 15 Euro die Nacht inklusive, also denn die 15 Euro sind für Strom natürlich. Man hat dann 24 Stunden lang die Möglichkeit, Strom zu laden. Wie viel Kilowattstunden war egal, glaube ich. Ähm, Wenn man aber nicht die haben 19 Stellplätze, 19, 20 Stück haben die. Wenn man nicht diese Möglichkeit hat, da drauf zu fahren, weil alles besetzt ist. Wir hatten, wie gesagt, wirklich Glück gehabt. Wir kamen um 17 Uhr an und es war der letzte Platz gewesen. Dann kann man noch auf den Campingplatz fahren. Der kostet allerdings nicht 15 Euro, sondern der kostet mit 5 Personen, 2 Hunden mal eben schlappe 55 Euro die Nacht. Wo ich dann gesagt habe, ja, hatten erst überlegt, ob wir es machen. Und haben wir gesagt, ach komm, die eine Nacht, da können wir auch mal auf dem Stellplatz stehen. Ne? Also, alles schön. Na, dann haben wir nächsten Morgen haben wir ganz in Ruhe gefrühstückt. Die Kinder waren auch am Spielplatz. Dann haben wir irgendwann so, ich glaube, in der Mittagszeit haben wir gesagt, so, jetzt können wir mal nach Oberlink fahren, weil wir mussten ja auch noch den Tag nach Hause fahren. Ja, dann waren wir bei Oberlink gewesen und das ist ja wirklich das Ikea für Camper, ne? Also jeder, der noch nicht da war, es lohnt sich auf jeden Fall mal hinzufahren. Ob ich ein zweites Mal fahre, das weiß ich noch nicht. Weil so mega Schnäppchen habe ich jetzt nicht geschossen. Aber wir haben uns trotzdem was immerhin geholt, ähm, wo wir alle mit gut leben können, sagen wir es mal so. Ne? Da drunter fällt zum Beispiel, wir schon vorher, wir wollten ja einen Teppich haben, ne? Und jetzt war ich eigentlich auch ganz froh, dass wir gar keinen Teppich gefunden haben, weil wir haben nämlich was viel Schöneres gefunden. Wir waren bei Oberlink gewesen, wie schon erwähnt, und da haben wir diesen Teppichläufer gefunden, ne? Mit Wohnmobil drauf und Wohnwagen und wie heißt es? Sonnenschirm und Berge, ne? Und den haben wir beide schön gefunden, haben wir gesagt, weißt du was, den nehmen wir uns mit. Ne? Der nimmt auch nicht so viel. Dann ist nicht alles gleich mit Teppich ausgelegt und wir können erstmal gucken, wie das überhaupt so ist für uns. Ja, was haben wir uns noch gekauft? Wir hatten einen Headwinkel, war schönes Wetter gewesen, wir haben draußen gesessen. Jetzt wollte ich aber nicht den großen Tisch, weil zum draußen essen war es mir einfach zu kalt gewesen. Aber eine Jacke draußen und mal ein Käffchen trinken fand ich ganz angenehm. Und ja, was hat uns gefehlt? So ein kleiner Tisch. Jetzt haben wir einen Tisch gekauft, beziehungsweise nicht einen Tisch, sondern einen Hocker, den man als Tisch umfunktionieren kann. Total toll, ne? Also gut, gar nicht ganz günstig. 40 Euro hat der gekostet, aber nun gut. Ähm, Den haben wir uns geleistet tatsächlich noch. Dann habe ich mir noch einen Sack gekauft. Und zwar hatten wir das Problem in Oberhausen gehabt und auch in Hettwinkel, dass die Scheiben alle beschlagen waren von innen. Und das hat mir persönlich irgendwie ganz schön gestört. Hat mich tatsächlich wirklich gestört. Ähm, und dann hatte ich mal rumgefragt, ja, was kann man so machen? Ja, nur abtrocknen und lüften, damit die Feuchtigkeit irgendwie rausgeht. Ja, gut, haben wir gemacht. Ne? Jetzt weiß man natürlich, wenn man drin heizt, geht natürlich, wenn man lüftet, die ganze Wärme verloren. Ne? Also ein bisschen kontraproduktiv. Jetzt habe ich so einen schönen Sack mir gekauft. Dieser Sack habe ich mir vorne in die Windschutzscheibe reingelegt, beziehungsweise ans Armaturenbrett. Und soll diese Feuchtigkeit im Prinzip ein bisschen aufsammeln. Hat bis jetzt auch, wo wir noch nicht drin geschlafen haben, sehr gut funktioniert. Und dieser Sack hat ja die Eigenschaft, dass er die Feuchtigkeit aufnimmt und man kann ihn in die Mikrowelle stecken für 6 Minuten bei 600 Watt und er soll danach wieder genau die gleiche Aufnahmekapazität haben wie vorher. Das werde ich natürlich noch testen genauer und werde darüber dann auch noch mal ein ganz kurzes Statement dann abgeben. Wenn euch das gefallen hat, was wir so erlebt haben und wenn ihr es in Zukunft sehen wollt, was wir erleben oder auch bauen, dann bleibt dran, beziehungsweise hinterlasst mir ein Abo und auch ein Like, wenn euch das natürlich gefallen hat. PS, ich kann euch sagen, nächste Woche wird wahrscheinlich wieder in der Planung sein, dass ich was baue. Und zwar hatten wir das Thema gehabt, wir waren unterwegs gewesen und
jetzt 5 Personen und die ganze Schule standen in der Tür drin. Ich zeige euch mal die Ecke. Das ist ganz lustig eigentlich. Dort. Das ist die Ecke. Ne? Da. So, jetzt kann man sich vorstellen, wenn da die Schuhe stehen und man will einsteigen, dann fliegt man erstens über die Schuhe, stößt sich dann an dieser Kante hier schön den Kopf noch an und hat sich selber ausgenockt und man liegt im Wohnmobil. Das will ich natürlich nicht. Ja, und jetzt habe ich überlegt, was kann ich denn da machen, damit ich da ein bisschen Ordnung reinbekomme. Und da habe ich mir schon überlegt, ich werde wahrscheinlich ein selbstgebautes Schuhregal einbauen. Wie ich das aber mache, ob ich das klappbar mache, nicht klappbar mache oder ob ich das zum Einhängen mache und dann, wenn ihr während der Fahrt abbaue, das werdet ihr sehen in meinen nächsten Videos. Also, macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao.